Heute geht es ums Thema Sourcing. Wir werden dir zeigen, wie du deine ersten 2000 Euro Umsatz erzielen kannst, und Sourcing ist im Online-Arbitrage-Business und im Amazon-Reselling-Business das A und O. Wir sagen allen Leuten, fokussier dich zu 80% deiner Zeit auf Sourcing. Warum? Sourcing generiert dir die Produkte, die du dann gewinnbringend über Amazon weiterverkaufst. Damit verdienst du dein Geld und das ist dann auch dein Lebensblut, sag ich mal, das Lebensblut deiner Firma. Ohne Cashflow, ohne Geld überlebt eine Firma nicht. Ganz normal. Von daher fokussier dich in deinem Business zum größten Teil auf die Produktsuche, und wir werden jetzt einfach mal zeigen, wie wir da vorgehen und wie du dann auch deine ersten Produkte finden kannst. Wenn du noch ganz am Anfang stehst, ist es manchmal etwas überwältigend, wenn du so anfangen möchtest und eigentlich überhaupt nicht weißt, wie finde ich Produkte, was ist ein gutes Produkt, welche Tools eignen sich, auf was muss ich achten. Von daher haben wir gedacht, in dem Video wollen wir euch das mal so ein bisschen einfach vorkauen, das einfach so ein bisschen strukturiert darlegen, wie man so sein erstes Produkt findet. Und das wohl Wichtigste ist erstmal zu definieren, was überhaupt ein gutes Produkt ist. Das heißt, einfach zu definieren, welche KPIs muss dieses Produkt erfüllen, damit du es kaufen solltest und damit dann auch deinen ersten Umsatz und damit auch Profit machst. Die wohl wichtigste Kennzahl beim Sourcing ist der Return on Investment. Return on Investment, das gibt man in Prozent an. Das kann irgendwas zwischen 0 und 100.000 sein, also nach oben hin theoretisch keine Grenzen. Aber sag ich mal, in der Realität liegt man da beim Online-Arbitrage ungefähr bei 30%. Bloß mal, dass du auch die Größe oder diese Kennzahl richtig einordnen kannst. Return on Investment von 100 würde bedeuten, dass du mit dem Gewinn eines verkauften Produktes ein neues Produkt kaufen kannst. Das heißt einfach, bei ROI, Return of Investment von 30, müsstest du ungefähr 3 Einheiten verkaufen, um mit den Profiten eine neue Einheit kaufen zu können. Extrem wichtige Größe, weil die eben auch den Einkaufswert ins Verhältnis zu dem Profit setzt. Nächste Größe ist dann der Profit. Der Profit wird meistens in Euro angegeben und ist eben nicht an die Einkaufsmenge gekoppelt. Von daher sagt man immer, man will mindestens irgendwie 2, 3, 4 Euro Profit haben. Aber ist natürlich abhängig, wenn du ein Produkt für 3.000 Euro verkaufst und nur 4 Euro Profit machst, ist es nicht so geil. Wenn du natürlich ein Produkt für 10 Euro hast, ist es sehr geil. Von daher, ROI ist wichtiger, aber man möchte ja auch ein Minimum Profit haben. Letzte Größe ist dann, wie oft verkauft sich so ein Produkt auf Amazon? Denn damit kannst du auch erst kalkulieren, wie viel Profit du am Ende generierst, weil du rechnest ja auch auf monatlich hoch. Was verkaufe ich von dem Produkt pro Monat? Das entspricht XY Profit, den ich damit erziele. Von daher achte auf diese 3 Kennzahlen. Wir zeigen jetzt gleich, wie du die erst rausfindest und wo du diese auch finden kannst. Jetzt weißt du ja, was ein gutes Produkt ist. Jetzt interessiert dich bestimmt auch noch, welche Art von Produkten solltest du suchen, und da steht dir eigentlich das Internet offen. Am Ende ist es erstmal egal. Du solltest einfach ein paar Dinge vermeiden. Das ist vor allem Gefahrengut, also alles, was irgendwie brennbar ist, giftig ist. Du solltest ganz teure Luxusmarken vermeiden und vielleicht am Anfang auch hochpreisige Produkte. Produkte in Übergröße sind nicht zu empfehlen, einfach weil da die Logistik etwas anspruchsvoller ist. Du solltest vielleicht auch nicht unbedingt auf Kleidung gehen, einfach weil da die Retourquote extrem hoch ist. Das gleiche gilt natürlich auch für Schuhe. Von der so eine gute Kategorie, um anzufangen, ist vielleicht Elektronik, Spielzeug, Beauty. Obwohl du da eben auch darauf achten musst, dass diese Kategorie für dich am Anfang auch freigeschaltet ist. Da blenden wir jetzt gleich nochmal eine Liste ein, wo du siehst, welche Kategorien gleich von Beginn an freigeschaltet sind. Wenn du damit Probleme hast und dich dafür freischalten willst, dann schau mal unser YouTube-Video dazu an. Da haben wir es nochmal genau erklärt, wie du dich für Marken, aber auch für Kategorien richtig freischaltest. Die nächste Frage ist, wo findest du die Produkte? Und da ist wohl die Low-Hanging Fruit, wie man so schön sagt, natürlich so Dealseiten wie MyDeals, Idealo und so weiter. Also da kann man einfach mal anfangen, weil man da, sag ich mal, durch solche Produktsuchmaschinen einfach auch schon so eine vorgefilterte Auswahl bekommt. Das Ganze ist natürlich jetzt nicht der beste Weg, um dann langfristig ein Portfolio an Produkten aufzubauen, aber man hat erstmal die ersten Ideen. Da gibt es auch noch billiger, günstiger, Idealo, und da kannst du natürlich auch dementsprechend nach Nachlass filtern. Immer die aktuellsten Produkte natürlich prüfen. Und sonst haben wir am Ende vom Kurs nochmal die besten 10 Stores in unserem kleinen Angebot. Von daher bleib da dran, schau dir das noch an. Und am Ende ist es erstmal egal. Du kannst einfach mal loslegen, vielleicht Seiten, die du schon kennst, Seiten, wo du einfach weißt, dass regelmäßig vielleicht auch Angebote vorhanden sind, oder eben vielleicht auch Seiten, wo du schon
irgendwie mit einem Hobby einen Bezug zu hast und einfach weißt, okay, die besten Preise zum Beispiel zum Biken finde ich auf Fahrer.de oder wo auch immer, dann hast du ja auch schon mal so ein Gefühl, weil du da immer einkaufst und die Preise vergleichst, dass die im Schnitt vielleicht in der Branche eher am günstigsten sind. Das ist auch schon mal ein ganz guter Start. Du weißt jetzt, was du suchst und wo du es auch erstmal zu Beginn suchst. Das ist die Frage, wie analysierst du die Produkte so, dass du am Ende auch eine entsprechende Kaufentscheidung fällen kannst. Da springen wir jetzt mal rüber in meinen Bildschirm, wo ich dir mal zeige, wie ich mit dem Programm, was wir dir eben empfehlen würden, die Analyse durchführe, worauf ich achte, einfach so, dass du dann bei der Analyse von deinen Produkten die Fehler einfach nicht machst und einfach auch weißt, worauf du achten musst. Also ich springe jetzt hier mal in den Bildschirm rein und ich zeige euch jetzt einfach mal kurz, welches Programm wir nutzen, um eben solche Angebote und Deals dann auch zu analysieren. Also was wir einsetzen ist SellerAmp. Das ist einfach ein Analyseprogramm, was dir die Daten, die Amazon bereitstellt, visualisiert, die ganzen Kosten einberechnet und dementsprechend dir dann eben den Return of Investment, den Profit und auch die Verkaufshistorie anzeigt. Ganz kurz, wenn ihr wissen wollt, was das Ganze kostet, man liegt hier monatlich bei ungefähr 20 US-Dollar oder eben, wenn man das größere Paket nimmt, bei 28. Das könnt ihr euch jetzt schnell umrechnen, ist aber jeden Cent wert. Gut, wie funktioniert das Ganze? Also wenn ihr jetzt hier ein Produkt gefunden habt und wir haben eben jetzt hier einfach mal dieses Computer DDR-RAM gefunden für einen sehr guten Preis, dann aktiviert ihr hier einfach im Browser diese Erweiterung, die ihr natürlich dann installiert habt. Und ihr seht hier jetzt auf der linken Seite, und ich mache das jetzt hier einfach nochmal groß, seht ihr jetzt dementsprechend ganz viele Daten. Ich werde jetzt hier nicht im Detail reingehen, wie das jetzt genau ausgewertet wird, aber ich möchte euch einfach noch mal ganz kurz die allerwichtigsten Sachen zeigen. Wir müssen hier natürlich einmal den Brutto-EK eingeben, also für 159,99 haben wir es jetzt hier auf Alternate gefunden und dann Verkaufspreis von 243 Euro, der eben aktuell aufgerufen wird. Dann errechnet euch dieses Programm, also ihr würdet damit 39 Euro Profit machen und hättet einen Return of Investment von 24,87%. So, ihr seht hier ganz viele andere Sachen. Das Wichtigste ist hier dieser Keeper-Graph. Also der zeigt euch nämlich die Verkaufshistorie dieses Produktes an. Ich mache den auch nochmal ganz kurz groß. Hier sehen wir einfach den entsprechenden Keeper-Graphen und die wichtigste Linie ist hier diese grüne Linie, diese Zacken. Das heißt, jeder Zacken, den ihr hier seht, ist ein Verkauf. Ihr seht hier auch den historischen Preis, das ist die pinke Linie, das ist der Buybox-Preis und dementsprechend hier unten diese ganz vielen Zacken. Ich mache das hier mal nochmal das andere aus. Das sind die Anzahl der Verkäufer, die eben auf dem Listing runter und rauf springen. Das heißt also, hier könnt ihr rauslesen, wie hat sich das Produkt über die letzten 30, 60, 90 Tage oder eben auch über die gesamte Existenz des Produktes vom Preis entwickelt, um da einfach besser abschätzen zu können, wie sich der Preis dann vielleicht auch in Zukunft verhält. In der Sache, wenn wir hier mal monatlich drauf schauen, sehen wir also einen sehr konstanten Preis und von daher könnten wir hier eben davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall dieses Produkt zu dem gewünschten Preis auch verkauft bekommen. Man kann hier natürlich auch noch dann analysieren, ob man das Produkt verkaufen darf und so weiter. Also das macht alles SellerAmp für euch im Hintergrund. Auch berücksichtigt SellerAmp alle die Kosten, das heißt also die Amazon Gebühren, die ihr zahlt, die Versandgebühren für FBA, die steuerlichen Sachen, euer Prep Center, die Kosten, um das Produkt überhaupt erstmal zu Amazon zu schicken. Also all diese Kosten, die ihr habt, die sind hier auch nochmal aufgeführt. Hier auf der rechten Seite sind da schon mit berücksichtigt. Das heißt also, dieses Auswertungspanel zeigt euch sofort, darf ich es verkaufen? Welchen Bestselling-Rank hat es? Das ist eben ein Indiz dafür, wie gut sich das Ganze verkauft. Wie oft verkauft sich das Ganze? Auch ein Schätzwert, der eben auf dieser grünen Linie basiert. Der hat hier geschätzt 75 Mal pro Monat. Und er sagt dann auch noch, wie gesagt, Profit und Return on Investment. Und diese Info ist natürlich Gold wert, weil damit können wir jetzt auf Datengrundlage eine Kaufentscheidung fällen. In dem Sinn würde ich sagen, kauft das Produkt so oft ihr es da eben auch kaufen könnt bei Alternate. Das sind meistens auf 5 Einheiten limitiert. Aber ich sage es auch mal so, 5 Einheiten, da hast du hier schon 40 mal 5, 200 Euro Profit. Wie du siehst, haben wir das Produkt jetzt innerhalb von einer halben Stunde ungefähr gefunden gehabt. Damit haben wir jetzt schon Einkaufsvolumen von über 700 Euro, was sich dann ungefähr mit über 1400 Euro Umsatz schon widerspiegelt. Das heißt also, du kannst vom Einkaufswert ungefähr als Daumenwert das verdoppeln, das wird dann ein Umsatz sein. Der Profit ist natürlich nicht gleich Umsatz, also der Profit wird sich dann irgendwie bei 10 bis 15% vom Umsatz
ansiedeln. Also nur einfach mal, damit du es gehört hast. Aber es ging jetzt darum, wie schnell du hier 2.000 Euro Umsatz generieren kannst. Und du siehst, also du bräuchtest jetzt noch ein Produkt mehr, um eben schon diese 2.000 Euro zu reißen. Wie du siehst, ist natürlich das Ganze einfacher mit teuren Produkten. Da einfach nur aufpassen, also dass du da dich nicht verkalkulierst, einfach ganz am Anfang. Von daher ist es vielleicht manchmal auch sinnvoll, dass man ein bisschen länger sucht, vielleicht auch einfach mal 5, 6, 7 Produkte findet, die man dann 3 bis 10 Mal kaufen kann und damit erreicht dann auch relativ schnell diese 2.000 Euro Umsatz. Weil am Ende musst du, um 2.000 Euro Umsatz zu machen, nur Produkte im Wert von 1.000 Euro finden. Und 1.000 Euro, damit meine ich insgesamt, also sowohl auf die Produkte verteilt, als auch auf die Menge der Produkte, die du kaufst. Und du wirst die dann innerhalb von, ja, je nachdem wie viel du eben auch gekauft hast, nach deiner Berechnung, innerhalb von einem gewissen Zeitraum abverkaufen. Wir versuchen immer nur Ware zu kaufen, die dann für 1 bis maximal 2 Monaten dann bei Amazon liegt und in der Zeit dann auch verkauft wird. Am besten fängst du einfach mal an mit einem Monat, kauf lieber mal ein bisschen weniger am Anfang und dann hast du innerhalb von einem Monat eben schnell deine 2.000 Euro Umsatz erreicht. Also wir haben jetzt alle W-Fragen beantwortet, also was suchst du, wo suchst du, wie suchst du und mit Hilfe von SellerAmp kann man dann diese gefundenen Produkte auch innerhalb von Minuten analysieren und auf einer Datengrundlage herausgehend eben eine Kaufentscheidung fällen. Und das ist natürlich extrem wichtig, weil wir wollen natürlich langfristig erfolgreich wirtschaften und da sind natürlich solche Fehlkäufe dann einfach zu vermeiden. Von daher, wenn du jetzt die ersten 2.000 Euro Umsatz generieren willst, geh raus, nimm die Zeit, wirklich, um eben auch gute Produkte zu finden. Es wird auch mal Tage geben, wo es einfach ein bisschen schwerer ist, aber du wirst sehen, wenn du dran bleibst, wird es immer einfacher mit der Zeit und dann irgendwann machst du die 2.000 Euro Umsatz innerhalb von einer sehr kurzen Zeit. Als Beispiel, wenn du also 1.000 Euro verdienen möchtest und wir jetzt einfach mal so einen Mittelwert von 12,5% an Profit ansetzen, dann müsstest du also ungefähr 8.000 Euro Umsatz machen. Und glaub mir, 8.000 Euro Umsatz, die kann man relativ schnell und einfach erreichen. Dazu musst du einfach nur regelmäßig neue Produkte finden, die Produkte nachbestellen und am Ende damit eben deinen Umsatz langsam nach oben schrauben. Und Umsätze im Online-Arbitrage-Geschäftsmodell sind sogar bis zu 6-stelligen Monatsumsätzen durchaus denkbar. Das ist dann natürlich dann nicht mehr in Eigenleistung möglich, sondern mit Hilfe von Dealsheets und VAs und speziellen Programmen. Aber grundsätzlich 8.000 Euro kann wirklich jeder in Umsatz generieren. Du hast jetzt gesehen, wie du Produkte definierst, die du suchen möchtest, wo du sie suchst und wie du sie analysierst. Im nächsten Schritt haben wir das Ganze nochmal in einem Minikurs für dich etwas detaillierter aufgearbeitet. Das heißt, du kannst da lernen, wie man SellerAmp aufsetzt, wie du mit SellerAmp Produkte suchst und analysierst und wie du die dann auch dementsprechend exportierst. Am Ende hast du auch die Möglichkeit, deine gefundenen Produkte über einen 1:1 Call mit uns nochmal zu analysieren. Da schauen wir gemeinsam drauf und vergleichen einfach nochmal, ob diese Produkte wirklich gut sind, ob wir die auch kaufen würden und wir geben dir dann auch ein entsprechendes Feedback, wo du vielleicht noch darauf achten musst und wie du vielleicht auch noch mehr Produkte finden kannst. Von daher, wenn dich das interessiert, hol dir den Minikurs am besten gleich. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung und wenn du dazu noch Fragen hast, dann kannst du uns natürlich jederzeit kontaktieren. Wenn du auf der Suche nach einer automatisierten Möglichkeit bist, wie du ganz viele Shops automatisiert vorfiltern kannst, dann schau dir dieses Video hier an.